Wir sehen hier sehr schön, dass wir eben viel mehr Gemüsesorten beispielsweise auch haben, als wir im Supermarkt sehen. Es sind quasi 3 große Konzerne, die 60% des Saatgutmarktes kontrollieren. Von etwa 30.000 essbaren Pflanzenarten, die es auf der Welt gibt, werden heute nur noch etwa 150 angebaut. Und das ist eine extrem große Bedrohung für unser ganzes Ernährungssystem. Ich habe in meiner Promotion zu Commons-Ansätzen im Saatgutbereich gearbeitet, also wie man Saatgut gemeinschaftlich verwalten kann, also weiterentwickeln kann, erhalten kann und damit eben auch einer breiteren Bevölkerung zur Verfügung stellen kann. Also im Grunde die Frage, wie kleine Initiativen auch gesamtgesellschaftlich eben zu einer nachhaltigeren Entwicklung führen können, also zu sozial gerechteren Strukturen und auch eben ökologisch auch nachhaltigeren Strukturen. Ich bin ganz viel auf ZüchterInnen-Treffen zum Beispiel gefahren, wo wir uns eben auch die Selektion der Sorten angeschaut haben und die Erkenntnisse aus der Wissenschaft dann auch immer, wie gesagt, wieder gespiegelt haben. Passt das überhaupt zusammen mit dem, was die Leute vor Ort erfahren? Sie ist einfach allen wissenschaftlichen Standards wirklich vorbildmäßig gerecht geworden, hat methodisch sehr sauber wirtschafts- und sozialwissenschaftlich gearbeitet und auch wissenschaftlich sehr anerkannte Ergebnisse publiziert. Und gleichzeitig hat sie auch zur interdisziplinären Theoriebildung beigetragen und wirklich Ergebnisse hervorgebracht, die für die Praxis Relevanz waren und die eben auch noch übersetzt für die Praxispartner. Was ich ganz spannend fand, war, dass das Bewusstsein für den Klimawandel in den Philippinen extrem ausgeprägt war und damit auch die Wertschätzung, dass es eben sehr wichtig ist, auch ökologisch zu handeln, ökologischen Anbau zu betreiben, weil sie eben die Konsequenzen des Klimawandels direkt schon spüren. Und das ist auch was, warum Vielfalt so wichtig ist. Wenn man nur eine Sorte anbaut und dann gibt es eine Katastrophe, geht die gesamte Ernte verloren. Ich denke, die Initiativen, diese Commons-Ansätze im Saatgutbereich sind ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man die Zukunft sozusagen in der Gegenwart schon leben kann. Also sie zeigen halt, dass andere Ansätze möglich sind, auch jetzt schon. Aber ich glaube, um sie zu stärken und zu verbreiten, braucht es eben andere Rahmenbedingungen. Für mich war es sehr wichtig, die Arbeit dieser Menschen hervorzuheben, die mit ihrer ganzen Seele häufig dabei sind und eben versuchen, Veränderungen anzustoßen und diesen Initiativen, diesen Menschen Sichtbarkeit zu geben, weil auch sehr wenig Bewusstsein in der Bevölkerung generell existiert bezüglich des Themas Saatgutvielfalt.